Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es ist endlich soweit, der Elevator hat für alle Welten ab heute um 16 Uhr geöffnet. Und ich habe natürlich wieder einen Elevator-Code, wie jedes Mal, für euch am Start. Dieser lautet diesmal Dorza-3Y5M. Ich habe das Ganze auch nochmal unten in den Kommentaren angepinnt, da könnt ihr euch das Ganze einfach rauskopieren. Und dann könnt ihr das hier einfach einfügen, bei Coupon einlösen und dort könnt ihr das Ganze dann reinkopieren und dann bekommt ihr insgesamt durch diesen Code 25 Schlüsselkarten, was ja schon mal ganz nice ist. Ihr bekommt einen Lebenstrank und geschlagene 100 Sanduhren. Ja, also das ist doch, denke ich mal, ein ganz cooler Code. Einlösbar ist der allerdings erst ab Stufe 10. Ich gehe mal von aus, dass die meisten von euch Stufe 10 sein sollten. Wenn nicht, dann macht das ganz schnell. Ja, denn der Elevator ist auch erst ab Stufe 10, soweit ich weiß, betretbar. Und deswegen, genau, das Ganze hier seht ihr auch über mir eingeblendet, ne, der Code. Und ja, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß dabei bei dem Elevator. Bei uns auf F9 hat das Ganze ja schon gestern bereits um 16 Uhr gestartet. Und wenn ich sage, mit gestern bereits, dann meine ich jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade aufnehme, 2 Stunden circa, nachdem der Elevator geöffnet hat. Und es ist natürlich sehr spannend, weil das ist jetzt der erste Elevator nach Fusion, also nach den gesamten Fusionen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die restlichen Welten aussehen werden, wie dort so die Leute abschneiden werden, die einzelnen Gilden untereinander. Da werden wir auf jeden Server schauen, auf den wir jetzt schon in der Vergangenheit geguckt haben. So zum Beispiel bei den Endgegnern werden wir reinschauen. Wir werden definitiv bei dem Server reinschauen, wo S1 bis S4 fusioniert ist. So, das habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm, das möchte ich beobachten. Und ja, mal gucken, weitere Server vielleicht auch noch. Und ja, wir haben ja jetzt erstmal hier auf F9 die starke Konkurrenzgilde mit Celtic, ne, die ja wirklich extrem dominant hier auf dem Server ist. Und ich denke mal, ja, nach Prognosen, die wir vorher schon geschlossen haben, dass Horizon wahrscheinlich im Elevator Platz 1 belegen wird. Celtic Platz 2, Last Dawn wahrscheinlich Platz 3, beziehungsweise ist Slicer hier auch relativ nah rangerückt, muss man sagen, wechseln sich so ab untereinander und wir gucken jetzt erstmal rein. Wir haben es jetzt, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme, ja, 2,5 Stunden, nachdem der Elevator hier geöffnet hat und wir betreten natürlich auch direkt mal den Elevator. So, hier hat sich, denke ich mal, nicht viel geändert und wir sind bereits schon auf den maximalen Boni, den man haben kann. Das ist natürlich eine krasse Sache. Also Celtic gibt auf jeden Fall Gas. Wir können direkt schon hier unsere Belohnung abholen. Das machen wir auch mal direkt, ja. Ich habe hier heute noch nichts zu beigetragen. Holy shit, guckt euch diese Ressourcen an. Oh, das schmeckt so. Also der Elevator, muss man schon sagen, das schmeckt auf jeden Fall. Und das kriegen wir halt jetzt, oder kriegen wir jeden Tag im besten Falle, ne, für den Falle, dass ich falle und ja, maximal für heute erreicht. Wird natürlich die nächsten Tage immer ein bisschen schwieriger, weil die Etagen natürlich auch schwerer zu besiegen werden. Deswegen muss man gucken, dass man vielleicht so ein bisschen die Balance so schafft zwischen, ey, ich möchte selbst vorankommen und meine eigenen Belohnungen hier abholen und ich möchte auch für die Gilde was dazu beitragen, aber nicht mein ganzes Pulver direkt verschießen, sodass ich die nächsten Tage nicht mehr großartig was machen kann. Deswegen sollte man, ja, wenn man jetzt so aus der Gildenperspektive denkt, braucht man heute eigentlich theoretisch gar nicht mehr machen. Aber wir wollen ja auch unsere eigenen Ressourcen ja, abholen und uns selbst auch natürlich durch die Stockwerketagen halt unsere Belohnungen einheimsen. Das werden wir jetzt auch definitiv machen. Und bis Stufe 332 war es, glaube ich, gewesen. Es wurde sich gerade hier noch drüber unterhalten. W70 wollte das auf jeden Fall machen hier. Ab der Stufe, ja, 332, hat man quasi das Gold-Cap für den Elevator erreicht. Da bekommt man nicht mehr Gold. Das heißt, die Leute, die die maximalen Boni haben wollen, die spielen bis zu dieser Stufe.
nicht viel weiter und dann habt ihr quasi alle Maximum Ressourcen ausgeschöpft aus dem Elevator, die ihr auch für euer persönliches Stockwerk rausholen könnt. Und das werden wir definitiv auch machen. Wir werden auch ein bisschen weiter reinpilzen, so, ne? Also ich werde nicht nur bis zu der Stufe gehen, es wäre schlau für euch selbst, das so zu machen, weil dann werdet ihr 20 Etagen den nächsten Tag runtergesetzt und könnt wieder euer Maximal dann rausholen. Wir werden ein bisschen mehr für die Gilde halt tun, weil, ja, wir gucken mal gleich, wie Horizon so dasteht und wie wir hier schon bereits sehen. Sind hier auch welche dabei, die hier schon wirklich sehr, sehr gut vorgelegt haben. Killerplauze, Seth ist wieder mit dabei, ganz oben, Mordae. Wir werden mal gucken, ob wir auch da oben mitspielen können. Ich denke mal schon, weil wir das letzte Mal auch gut rasiert haben. Und jetzt gucken wir mal in die Gildenrangliste rein. Und da, oh mein Gott. Oh mein Gott, da wird mir ja schlecht, Alter. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass der Abstand nach 2,5 Stunden so extrem schon ist, ja. Also Horizon gibt auf jeden Fall Gas, ist aber auch natürlich klar, die haben die deutlich stärkeren Spieler, denen fällt das deutlich leichter als uns hier so, ne? Wir haben jetzt noch ein paar Leute, die haben noch gar nicht gespielt, ne? Ich weiß nicht, wie es bei Horizon aussieht. Ich denke mal, die werden auch ein paar Leute haben, die nicht gespielt haben und deswegen, boah, das ist heftig. Aber wir werden jetzt erstmal unseren Senf dazu noch beitragen. Ich denke mal, wir sollten so an die 100.000 Höllenmarken auch circa rankommen. Das heißt, dann sind wir schon auf 700k, ne? Aber dann fehlt trotzdem noch richtig, richtig viel. Also Horizon ist ja auch einer der stärksten Gilden weltweit so. Und den können wir leider nicht wirklich das Wasser reichen. Aber wir werden unser Bestes geben. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal direkt rein in den Elevator. Das ist wieder, ja, also das ist jetzt kein neuer Elevator vom Thema her. Deswegen die ersten 50 Etagen, glaube ich, war es gewesen. Da kommen immer direkt die neuen Gegner. So war es zumindest bei den alten Elevators so gewesen. Die neuen Gegner von dem Elevator-Theme sozusagen, von dem Thema, was jetzt gerade Thema ist beim Elevator. Jetzt ist es gerade hier dieses Unterwelt hier Ding so, ne, zieh eine Nummer hier, Nimbus, glaube ich, keine Ahnung, irgendwie so. Das kommt in den ersten 50 Etagen, die neuen Gegner vor. Danach switcht das immer so durch. Und ich glaube, mich erinnern zu können, wir spammen einfach durch. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass beim letzten Elevator auch gesagt worden ist, dass das der letzte Elevator thementechnisch gewesen sein soll. Und das jetzt quasi immer wie so ein Zyklus ist, der halt immer durchrotiert und jetzt das halt wieder so mäßig von vorne anfängt und man jetzt quasi zwischen den einzelnen Themen sozusagen durchrotiert. Macht für uns und unser Gameplay jetzt nicht großartig irgendwie einen Unterschied, aber von den Gegnertypen her kommen halt alle 50 Etagen, kommt da halt ein neuer Elevator. Ne, ihr seht ja jetzt das auch anhand des Hintergrunds, der hat sich jetzt halt auch geändert bei der 50. Etage. Da könnt ihr sehr gerne drauf achten, falls ihr wollt. Und das sind auf jeden Fall so. Ansonsten hat sich nichts geändert, ne, vom Elevator her, man kennt es schon bereits so. Ne? Ihr spielt halt für eure Gilde, könnt gemeinsam halt eben diese Belohnungen zusammenfarmen, die wir jetzt heute schon bereits erreicht haben nach ein paar Stunden. Ich weiß nicht, wie schnell das ging jetzt, aber auf jeden Fall war das einiges und wie gesagt, jetzt könnt ihr halt nach eigenem Belieben euch durchpilzen. Es ist auf jeden Fall klug, nur bis zu einer bestimmten Stufe zu gehen, sag ich mal. Hier haben wir jetzt zum Beispiel diese Völlerei, war das glaube ich als Thema gewesen, ne? Das ist jetzt das nächste Thema bei den nächsten 50 Etagen und man kann das auf jeden Fall so machen, dass man sich ein paar Etagen aufspart, so für die Gilde, ne? Dass man sagt, ey, heute mache ich weniger, dafür machst du morgen mehr. Ich habe mir noch ein paar Etagen aufgespart. Wenn uns jetzt noch eine Belohnung fehlt, dann können wir das hier zusammen erreichen, irgendwie so, ne? Ihr müsst aber halt eben auch darauf achten, ihr steigert euch ihr seht das hier auch jetzt bereits, wenn ihr da vielleicht mal ein Auge drauf werft, auf den Goldwert zum Beispiel, nehmen wir das mal als Wert so einfach, ne? Steigert der sich hier jede Etage und auch die anderen Ressourcen werden auch jede Etage mehr und ihr wollt natürlich auch für euch selbst das Beste aus dem Elevator rausholen.
so gut es geht halt eben, ne? Deswegen muss man so ein bisschen beim Elevator abwägen, ja, was will man selbst erreichen und was will man für die Gilde machen, so, ne? Deswegen würde ich euch empfehlen, ist es gar nicht so verkehrt, das so zu machen, bis zur Stufe 332 zu gehen, je natürlich, wo ihr euch befindet, mit welchem Level kommt ihr da überhaupt hin, etc. pp, ne? Das ist natürlich dann immer abhängig von eurem Level, von eurem Gildendurchschnitt und wie stark ihr und eure Gilde halt eben seid. So, ne? Und genau, deswegen kann man das natürlich so pauschal jetzt nicht verallgemeinern. Aber für die Leute, die halt eben ja relativ easy, sag ich mal, mit ihrer Gilde jeden Tag die Belohnungen erreichen, da kann man halt eben ein bisschen abwägen. Jo, wir gehen jetzt hier vielleicht bis zur Stufe 332. Dann haben wir das Maximale rausgeholt. Wenn ihr aber noch mehr schaffen solltet, ja, dann könnt ihr natürlich auch noch mehr Etagen machen, weil nur weil ihr ab der Etage nicht am Goldcap oder nur weil ihr bei der Etage am Goldcap seid, hält euch ja keiner davon ab, irgendwie großartig da noch mehr Pilze rein zu investieren, dass ihr halt eben noch mehr Gold bekommt, ne? Das heißt halt nur, dass ihr halt eben jetzt das Maximale am Gold jeden Tag für euch rausholen könnt, aber wenn ihr halt eben noch mehr Etagen schaffen solltet, und das sollte relativ easy sein für euch, dann könnt ihr natürlich auch bis Stufe 400, bis Stufe 450 pushen. So. Ich denke mal, die wenigsten von euch pushen am ersten Tag auf Stufe 500 direkt zum Start, weil ja, das schafft kaum jemand und ja, für manche Leute ist es vielleicht auch relativ easy, bis zur Stufe 500 zu kommen, aber es bringt euch halt auch nichts, weil ihr halt eben auch denselben Goldwert auf ja, Stufe 400 oder so bekommt. Nur zwischen 400 und 500 liegen halt 100 Etagen, wo ihr halt jeweils 100 Etagen mehr Loot bekommt, ne? Also deswegen meine ich halt, könnt ihr halt selbst abwägen so, oder müsst halt selbst abwägen, wie weit ist es für euch worth auf jeden Fall zu pushen. Das kann man halt, wie gesagt, jetzt nicht so allgemein, ja, kann ich da jetzt nicht so allgemein Aussage zu treffen. So, während wir hier quatschen, sind wir jetzt auch schon gleich am Goldcap, ja, und haben hier gleich Stufe 300 erreicht und damit auch das nächste Thema freigeschaltet. Und der Elevator ist sowohl goldtechnisch als auch von den Ressourcen her wirklich ein Event, auch für Free-to-Play-Spieler, weil man halt auch viele Pilze hier zwischen den Etagen so bekommt, ne? Und viele Früchte auch, ist das halt wirklich ein Event, was ja wirklich sehr ja, freundlich für euer Einkommen auf allen Ebenen ist, sei es halt Pilze, Gold, Ressourcen. Also es ist für Free-to-Play-Spieler als eben auch für Pilzer eine sehr, sehr gute Sache. Und ihr seht bereits schon, das Cap ist hier bei 3 Millionen auf jeden Fall, ne? Jetzt seid ihr halt am Goldcap. Morgen werdet ihr halt wieder um 20 Etagen runtergesetzt, so, ne? Und deswegen, ja, ist halt dieses ja, Cap von 332, wo halt das Limit ist, auf jeden Fall das Ziel für euch. Wir werden jetzt noch ein bisschen höher pushen und natürlich auch die Gilde unterstützen. Ich kann natürlich auch die Leute verstehen, die halt eben abseits von diesen, ja, was macht man für die Gilde, was holt man für sich selbst raus, natürlich auch das Ziel vielleicht im Kopf hat, Platz 1, 2 oder 3 im Elevator zu belegen, was natürlich auch sehr lukrativ sein kann, gerade wenn man die Platz 4 Gilde ist und sich um Platz 3 streitet, kann das halt sehr gravierende Folgen haben zwischen den Belohnungen. Ja, sieht man hier zum Beispiel, die ersten 3 Plätze bekommen halt eben das hier an Belohnungen, das ist ultra viel. Gold, 1,2 Milliarden, ist natürlich auch immer abhängig von euch natürlich, ne? 134k Kristalle, 202k Metall und deswegen Platz 1, 2, 3 ist relativ Wayne, aber wenn ihr Platz 4 seid, dann könnt ihr halt eben schon überlegen, okay, ja, machen wir das und natürlich halt eben auch für die Rangliste, wer darauf Wert legt, ne, Platz 1 zu haben auf dem Server oder halt später auch für die internationale ja, Elevator-Rangliste, da halt eben relativ gut abzuschneiden. Da habe ich zum Beispiel persönlich das Ziel, meine Gilde zu unterstützen, dass wir halt in der weltweiten Elevator-Rangliste, die leider immer noch von der Community erstellt wird und nicht von, ja, Shakes and Fidget selbst, so dass es auf der Statistikseite zu sehen ist,
Finde ich halt ein bisschen schade. Da kann man definitiv noch ein bisschen mehr rausholen. Und ja, wenn man da eben auch ein bisschen besser platziert sein will, um sich halt eben mit anderen Gilden auch so ein bisschen zu vergleichen, wie weit sind die gekommen, wie weit sind wir gekommen. Und ja, deswegen, das ist auf jeden Fall auch eine sehr spannende Sache. So, jetzt ist so der Zeitpunkt, wo es langsam ein bisschen brenzlicher wird für uns. Wir sind natürlich bis hierher gekommen, ohne großartig Buffs zu verwenden. Ne? Also das liegt uns halt immer noch so in der Hinterhand. Das können wir immer noch machen. Jetzt, wo aber der Zeitpunkt gekommen ist, wo es langsam ein bisschen schwieriger wird, sollte man zusehen, dass man auf der Stufe vielleicht so langsam bei mir auch so Stopp macht. Ist natürlich so ein kleines Ego-Ding auf jeden Fall, weil man auch ein bisschen höher möchte als derjenige, der Platz 1 gewesen ist in der Gilde. Ganz klar natürlich, ne? Aber ja, man sollte trotzdem gucken, dass man den nächsten Tag auch relativ easy sein Teil zu den Gildenbelohnungen zu beiträgt und jetzt nicht irgendwie die Etagen danach gar nichts mehr macht. So, ne? Also ich werde jetzt bis 450 pushen hier, das ist für mich eine gute Zahl. Dann ist für mich heute erstmal Feierabend, so, ne, und ich kann mir sicher sein, wenn ich jetzt 20 Etagen runtergesetzt werde, dann schaffe ich die morgen relativ easy auch. Wenn nicht, habe ich immer noch was in der Hinterhand durch den Shop halt eben, wo ich mir halt Buffs kaufen kann. Das ist halt der Gamechanger so, ne, das ist aber nur die Möglichkeit für die Leute, die halt eben auch bereit sind, da Pilze zu bezahlen. Und ja, aber so schaffe ich auf jeden Fall morgen meine 20 Etagen locker und kann dazu meinen Teil beitragen, hier zu den Höllenmarkenbelohnungen. Dadurch, dass wir halt auch eben höher im Stockwerk sind, bekommen wir halt auch pro Stockwerk mehr Höllenmarken, was natürlich auch wiederum sich positiv auf die Gildenbelohnung auswirkt. So, deswegen tragen wir einen größeren Teil dazu bei auf der Etage, als vielleicht Leute, die auf Etage 100 sind oder so, ne? Genau. Ja, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Wir haben uns jetzt wieder ein bisschen hochgepusht hier, ne? Und für mich ist heute erstmal Feierabend, morgen geht es dann weiter, ne? Ansonsten, ja, am Freitag startet ja dann auch der EU10 Stream hier auf YouTube. Ich hoffe, ihr seid auch auf jeden Fall genauso hyped wie ich und seid auch am Start. Und ja, dann gucken wir natürlich definitiv auch auf die anderen Server so ein bisschen in den Stream rein und schauen mal so, was die so gerissen haben im Hellevator. Und ja, da bin ich sehr gespannt, werde es definitiv auch mitverfolgen. Und das war es soweit von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Code. Ne? Teilt den auch sehr gerne in eurer Gilde. Ihr wisst ja Bescheid, neue Nachricht. Dann einfach hier auf Empfänger Gilde gehen. Dann schreibt ihr quasi eine Rundmail an alle eure 50 Leute in der Gilde und postet hier halt dann den Code rein, ne? Und dann weiß die Gilde auch Bescheid und dann profitiert eure gesamte Gilde halt eben davon, ne? Was wiederum natürlich positiv sich auf die Belohnungen im Hellevator auswirkt. Alles klar. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.